Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Heute machen wir mal ein klein bisschen was anderes, und zwar geht es heute um meine persönlichen Lieblingsklassen. Ja, ich habe eine Tierlist erstellt sozusagen, wo wir jetzt gleich alle Klassen aus Shakes and Fidget einsortieren werden. Und bei solchen Tierlist-Videos kann man das Ganze natürlich ganz individuell anpassen, je nachdem, auf was man halt eben heraus ist. So, ne? Weil viele Leute fragen dann auch immer so nach, so, ey, was ist denn so deine Lieblingsklasse? Welche Klasse würdest du nehmen an meiner Stelle? Und ja, so generell solche Fragen, ne? Was ist so die beste Klasse? Und das kann man alles so pauschal nicht sagen. Weil jede Klasse für einen selbst individuell dann natürlich ja einen anders gut gefällt. Ich sage immer, wenn ihr einen Serverstart spielen wollt in Zukunft und ihr wisst nicht genau welche Klasse, dann habt ihr vielleicht ein paar Tage Zeit, bevor der Server startet. Der wird ja vorab immer angekündigt. Geht auf alte Server, testet jede Klasse mal so, weiß ich nicht, mal so einen Tag durch oder so und schaut auf deren Fähigkeiten-Sets, was machen die so, was können die so, ja, denn es gibt nichts Schlimmeres, als sich eine Server-Start-Klasse auszusuchen, die zum Anfang vielleicht gut in den Dungeons performt, aber einen dann später vielleicht gar nicht mehr im Late-Game gefällt und man möchte die Klasse gar nicht mehr haben. Dann nehmt lieber eine Klasse, die vielleicht im Early-Game nicht so stark performt, so, ne? Wo ihr aber halt eben Spaß dran habt und die ihr auch im Late-Game spielen wollt. So, das ist viel, viel wichtiger. Und ja, solche Tierlisten kann man halt eben ordnen, nach bestimmten Rubriken, sag ich mal. Ne? Es gibt Klassen, die sind weniger gut, wie zum Beispiel halt eben gerade zum Serverstart. Das geht damit einher, dass es manche Klassen gibt, die ja volatiler vom Schaden sind, die schwanken ein bisschen mehr, und dann gibt es halt Klassen, die sehr konstant sind vom Schaden her und halt eben zum Anfang ja deswegen nicht so viel in den Dungeons veranstalten können, wie zum Beispiel andere Klassen so, ne? Zum Beispiel der Berserker oder der Nekromant, der kann zum Beispiel, oder der Dämonenjäger kann zum Beispiel am Anfang deutlich besser in den Dungeons performen, als zum Beispiel es ein Battle Mage tun kann, als Beispiel nur, ne? Und deswegen kann man solche Tierlisten halt eben danach ordnen. Man kann sie danach ordnen, welche Klasse man persönlich am stärksten irgendwie findet, so, ne? Overall im PvP-Bereich, aber auch im PvE. Man kann die Klassen nach PvP und PvE auch ordnen. Ich hatte zum Beispiel, glaube ich, mal eine Tierlist gemacht, wo wir das Ganze mal nach PvP sortiert haben. Das ist, glaube ich, in meiner Tipps- und Tricks-Playlist zu finden. Da haben wir das Ganze mal gemacht und dann mal nach PvP sortiert, ne? Danach kann man das alles machen. Heute soll es hauptsächlich nur darum gehen, welche Klassen für mich persönlich die Lieblingsklassen sind. Welche Klasse würde ich, wenn ich noch gar keine spielen würde, nochmal spielen? Und wie würde ich sie einsortieren? Ja, wir haben hier unten die 11 Klassen am Start, die es momentan gibt. Und die werden wir jetzt gleich einsortieren in verschiedene Kategorien. Kann sein, dass ich das vielleicht nachher nochmal umsortieren werde, wenn mir irgendwas nochmal anpassungsmäßig nicht gefällt. Aber wir fangen erstmal hier von links nach rechts an. S ist natürlich das Beste und dann natürlich A, B, C, D ist natürlich dann dementsprechend nachher schlechter. Ja, und hier geht es wirklich dabei nur persönlich um meine Lieblingsklassen, unabhängig von der Performance der Klasse, unabhängig wie gut die Klasse ist oder im PvP und PvE ist, sondern einfach nur danach, wie sie mir gefällt. Und wie ich sie halt, oder welche Klasse ich nehmen würde, falls ich nochmal starten würde. Irgendeinen Langzeitserver, ja. Gut, dann fangen wir mal an. Und zwar haben wir als erstes hier den Krieger. Ja, den Krieger spiele ich ja auch selbst. Ich habe ja meinen grünen Ork-Krieger. So, ne, ist natürlich eine OG-Klasse, die heutzutage wirklich leider nicht mehr so beliebt ist wie früher. Und gerade jetzt auch mit dem neu erschienenen Paladin hat der Krieger es im Moment nicht wirklich schwer. Sie hat den OG-Status und diesbezüglich würde ich die Klasse auch nicht allzu schlecht ranken für mein persönliches Empfinden. Ich würde sie auf jeden Fall nicht in S packen, da es halt nicht bei weitem meine Lieblingsklasse ist. Von den 3 Klassen, die ich aktiv spiele, ist sie ja auch meine dritte Wahl gewesen. Ich packe sie jetzt zuerst mal auf... Oh, es ist gerade Nacht geworden im Hintergrund. Ich schwanke gerade zwischen A und B
und da würde ich sie jetzt erstmal auf B einordnen, ja, weil wir haben nachher noch den Paladin und der Paladin ist natürlich dann nochmal ja, ein bisschen anders gerankt, sag ich mal. Dadurch, dass wir jetzt die Klasse halt eben neu damit zubekommen haben und sie zum Krieger halt eben sehr krass konkurriert. So, ne? Genau, so, dann haben wir als nächstes den Baden. Der Bade ist für mich persönlich eine Klasse, die ich absolut gar nicht feiere. Nicht, weil sie mir halt eben so, keine Ahnung, optisch nicht gut zusagt oder so, aber einfach von deren Fähigkeiten-Set finde ich sie jetzt persönlich nicht so gut, muss ich sagen. Also mir sagt sie persönlich nicht zu, dieses Rumgedudel, sag ich mal, was so ein Bade so macht, so, ne? Das ist jetzt persönlich nicht ganz so meins. Ist eine Klasse, die habe ich mal ausprobiert, aber hat mir nicht wirklich so krass zugesagt. Deswegen von den ganzen Kategorien, die wir jetzt hier haben, würde ich, glaube ich, von den Klassen, die es auch gibt, den Baden als einer der letzten Klassen einkategorisieren. Deswegen ist der Bade für mich, tut mir leid an alle Baden, auf D einzuranken. Ja, gut. Dann haben wir als nächstes den Magier und der Magier ist natürlich mein Main und ich hatte mich ja damals, als es nur 3 Klassen gab, Krieger, Magier, Kundschafter, auch für den Magier entschieden. Das habe ich damit gerechtfertigt, weil ich auch in anderen Games vor Shakes and Fidget zuvor, in MMO-RPGs oder irgendwas, hatte ich immer gerne Klassen genommen, die zaubern können, die halt eben ihre Zaubersprüche haben, viel Damage machen, aus der zweiten Reihe Damage-Dealer sind, aber nicht sehr viel Leben haben. So könnte man natürlich auch ein bisschen vergleichen mit dem Baden, aber da gefällt mir in diesem Game einfach dieses Thema als Bade halt einfach nicht so. Und der Magier ist halt eben, ich mag fette Crits, viel Damage, so, ne, man ist zwar auch sehr squishy unterwegs, aber ich feiere das einfach und würde auch nach wie vor den Magier immer wieder spielen wollen. Einer der coolsten Klassen, die es überhaupt gibt und deswegen ist für mich ohne Reden auch der Magier hier in das S-Tier einzuranken. Ja. Als nächstes haben wir den Berserker. Und der Berserker ist natürlich einer der stärksten Server-Start-Klassen, sag ich mal so. Ich feiere die Fähigkeit sehr, die der Berserker hat. Sie ist aber auch absolut random. Also es ist eine sehr glücksbasierte Klasse, wie oft er auf seine Combo raushauen kann. Er ist sehr auf seine Kombination, auf seinen Rage angewiesen. Wenn der nicht kommt, wenn der nicht zündet, dann wird es auch meistens nicht so. Und deswegen ist die Klasse sehr cool zum Start. Ich habe sie bisher noch nie ins Late Game gezockt. Ich glaube, meinen höchsten Bersi habe ich, glaube ich, mal auf knapp vor 400 oder so mal gespielt, also weit weg vom Late Game. Aber ich finde die Fähigkeit an sich sehr cool, die der Bersi hat. Und deswegen würde ich sie auch auf A einranken, noch vor dem Krieger. Ja. Okay, als nächstes haben wir den Kampfmagier. Und der Kampfmagier ist ja meine zweite Main-Klasse, die ich besitze. Und der Kampfmagier ist halt einfach eine Mischung aus Klassen, die ich halt sehr gerne mag. Sowohl den Magier als auch den Krieger so ein bisschen. Das ist eine sehr tankige Klasse. Und ich finde auch hier die Fähigkeit sehr, sehr gelungen. Sie ist absolut keine Server-Start-Klasse und jeder, der sie zum Server-Start spielt, hat es auf jeden Fall sehr, sehr schwer, im Gegensatz zu einem Bersi, Dämonenjäger oder Nekromant etc., ja, weil sie halt eben nicht viel Schaden raushaut und auch immer sehr konstant ist im Schaden. Aber diese Fähigkeit, dass man mit seinem Arkan-Kometen quasi abhängig von seinem Leben immer stärker wird, das heißt, ihr skillt auf Leben, auf Defense, auf Ausdauer. Und nebenbei, parallel dazu, wird der Arkane Komet stärker. Also ihr skillt in Defense und dadurch gleichzeitig auch in Offense. Ja, und das finde ich beim Kampfmagier extrem geil. Eine Klasse, die sehr underrated ist. Viele mögen sie nicht, weil sie halt eben sehr schlecht performt zum Serverstart. Und generell jetzt auch nicht so die allerbeste Klasse ist in vielen Augen so, ne? Aber ich persönlich muss sagen, nur Liebe für den Kampfmagier. Ich ranke sie auch mit den Magier auf die S-Kategorie ein. Ja? Okay, als nächstes haben wir den Dämonenjäger, der jetzt hier gerade so ein bisschen kopflos umher taumelt. Ja, der hat seinen Kopf immer nur in den Wolken, keine Ahnung, wo der jetzt gerade ist. Der wurde abgeschlagen wie bei einer Hydra. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Aber es ist auf jeden Fall der Dämonenjäger.
Und der Dämonenjäger ist eine Klasse, die ich auch sehr mag. Und sie ist aber auch sehr random. Ja, und deswegen ist sie halt eben auch zu Serverstarts sehr beliebt. Allerdings finde ich diese Fähigkeit zwar cool, aber noch mehr random als zum Beispiel die Fähigkeit vom Berserker. So, ne? Da ist halt wirklich alles auf seinen Revive abhängig. So absolut random das Ding. Und es ist eine coole Klasse, aber ich würde sie jetzt auch so in die Kategorie einordnen wie zum Beispiel den Krieger. Ja, wenn ich jetzt danach gehen müsste, ey, welche Klasse würde ich jetzt nochmal spielen wollen zu einem Serverstart, dann wäre es auf jeden Fall so bemessen. Ja, gut, dann kommen wir schon zum Paladin. Ja, die neueste Klasse in Shakes and Fidget. Und der Paladin ist halt eben nochmal der Krieger in halt nur nochmal etwas abwechslungsreicher. Ja, er kann sich selbst healen, was wirklich eine einzigartige Fähigkeit so ist in Shakes and Fidget. Er kann nochmal Schaden mehr raushauen und er ist noch tankiger, also er stackt noch mehr Leben, als es der Krieger tut. Und das finde ich auch sehr cool. Deswegen finde ich den Kampfmagier auch ganz cool, muss ich sagen. Und deswegen finde ich den Paladin persönlich, wenn ich mich jetzt entscheiden würde, nochmal anzufangen, würde ich, glaube ich, den Paladin eher nehmen wollen als den Krieger. Und diesbezüglich würde ich den Paladin jetzt auch so auf den Berserker-Rang einsortieren. Ja. Okay, dann haben wir als nächstes den Nekromanten. Der Nekromant auch einer der sehr beliebteren Klassen zum Serverstart auf jeden Fall. Eine Klasse, wo ich sagen würde, okay, falls ich jetzt nochmal irgendwann anfangen wollen würde, wäre das wahrscheinlich die nächste Klasse, die ich als vierte Klasse nehmen würde. Aber momentan ist die Klasse jetzt, sagt sie mir nicht so doll zu, dass ich dann auch wiederum sagen würde, okay, ich würde jetzt dauerhaft einen vierten Char anfangen wollen zu spielen neben meinen 3 Hauptchars. Und deswegen, ja, ist der Nekromant halt eben unter den beiden hier, aber noch über den beiden und deswegen würde ich den in A einsortieren, aufgrund auch einfach seiner Fähigkeit, die er hat. Er ist absolut random, die Klasse auch wieder viel zu random auf jeden Fall. Wenn man das jetzt danach einordnen würde, würde das dem Dämonenjäger gleichkommen so, aber dadurch, dass es hier darum geht, welche Klasse ich sehr cool finde, es ist der Nekromant auf jeden Fall einer der Klassen, die sich so zum Magier einreihen in Bezug auf seine Spells, die er castet, den Schaden, den er raushaut, ja. Er muss mit seinem Hound critten, das ist alles, was er braucht, so, dann fliegen die Gegner und die Dungeon-Kämpfe machen Spaß, so, dabei zuzusehen. Mir hat die Klasse im Nachhinein auch sehr viel Spaß gemacht. Deswegen würde ich sie auch hier auf jeden Fall mit einsortieren und dann halt eben auch sogar nach vorne packen, ja. Wenn man das danach noch sortiert, dann würde ich den Paladin noch vor den Berserker packen und ja, die beiden würde ich so lassen dann auf jeden Fall. Okay, dann haben wir den Druiden als nächstes. Ja, der Druide hatte mir lange Zeit überhaupt gar nicht zugesagt. Ich mochte die Klasse auch nicht wirklich. Ich habe sie auch lange Zeit nicht gespielt. Dann wurde sie jetzt kürzlich gereworked. Sie wurde überarbeitet. Dann habe ich die Klasse nochmal ausprobiert. Bei den Pilzhassern in der Gilde, ja. Schöne Grüße gehen raus. War eine geile Zeit. Und der Druide, muss ich dann wirklich sagen, hat mir in der Zeit wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ja, es ist eine Klasse, die ich jetzt glaube ich so auch nicht präferieren würde, aber sie hat mich dann doch nochmal vom Gegenteil überzeugt, dass es eine Klasse ist, die Spaß machen kann. Vor dem Rework hätte ich die Klasse hier eingeordnet zum Baden. Den Baden und Druiden habe ich immer auf eine Stufe gestellt damals. Durch das Rework würde ich sie aber auf jeden Fall drüber packen. Nicht so weit, dass ich jetzt hier hingehen würde zum Krieger und Dämonenjäger, aber ich würde sie, glaube ich, in C einsortieren. Sie ist cooler als der Bade auf jeden Fall von den Fähigkeiten her. Der Sturzflug ist geil, aber jetzt auch nicht so, dass ich jetzt dann lieber die Klasse nehmen würde als einen Krieger oder einen Dämonenjäger. Ne? Okay, der Assassine. Ja, der Assassine ist eine Klasse, die muss man mögen. Ja, sie ist sehr, sehr gut, auch im PvP, im Late Game auch, muss ich sagen. Aber auch, nicht schlecht zum Anfang. Beim Serverstart ist halt eine sehr teure Klasse. Ich würde sie nicht spielen wollen, aufgrund, dadurch, dass man halt immer 2 Waffen braucht und das halt eben, ziemlich teuer ist auf jeden Fall. Der Kundschafter wäre da für mich die bessere Alternative. Und deswegen würde ich den Assassinen auch, glaube ich, sogar zum Baden packen. Ja, versteht mich nicht falsch, ich finde die Klasse sehr cool.
Ich feiere es auch, wenn ich in der Arena irgendwo Assassinen sehe, weil ich weiß, okay, die sieht man halt eben auch nicht so häufig. Die Fähigkeit, ja, muss man mögen halt eben. Für mich ist es nichts und es wäre einer der letzten Klassen, die ich jetzt spielen wollen würde, nach meinem persönlichen Empfinden. Ja, okay, dann haben wir den Kundschafter. Der Kundschafter ist natürlich eine grundsolide Klasse auf jeden Fall, einer der OG-Klassen natürlich auch, der 3 OG-Klassen und für mich aber von den 3 OG-Klassen die Klasse, die ich am wenigsten gespielt hätte. Also ich hätte mich immer für den Magier, dann für den Krieger und dann für den Kundschafter entschieden. Und so ist es auch nach wie vor auf jeden Fall, weil mich halt der Kundschafter auch in anderen Games, ne, Bogenschütze hat mich jetzt nie so abgeholt wie ein Magier oder ein richtig krasser Tank wie der Krieger zum Beispiel, ja. Aber es ist immer so ein Mittelding mit dem Kundi. Auch eine sehr grundsolide Klasse, sowohl zum Serverstart als auch im Late-Game PvP. Auch alles sehr, sehr gut. PvE auch sehr solide. Es ist einfach eine sehr gebalancete Klasse und halt das Mittelstück zwischen dem Magier und dem Krieger einfach. Aber für mich möchte ich lieber das eine oder das andere und nichts in der Mitte. Und deswegen würde ich den Kundschafter aber bei B einsortieren, aber ganz hinten vor dem Krieger und vor dem Dämonenjäger. Und das wäre dann jetzt etwa so die Reihenfolge, wie ich jetzt so nochmal Klassen spielen wollen würde, wenn ich jetzt nochmal anfangen würde auf einem neuen Server. Immer den Magier, danach finde ich den Kampfmagier am besten. Wenn es nochmal sein müsste, irgendwann einen neuen Account, dann wäre wahrscheinlich der Nekromant meine Wahl, die ich nehmen würde, gefolgt vom Paladin, dann vom Bersi. Dann würde auch schon der Krieger kommen, gefolgt von Dämonenjäger und Kundschafter. Danach dann der Druide, dann der Bade und zuletzt dann der Assassine, beziehungsweise ich würde das sogar noch so ordnen, den Assassinen würde ich noch vor dem Baden stellen. Bade ist dann bei mir die letzte Klasse. Und das ist so mein persönliches Ranking, wie ich jetzt so nach meinem persönlichen Empfinden die Klassen einsortieren würde, danach, wie sie mir halt eben gefallen, ganz unabhängig davon, was die können, ne? Und wie gut die in irgendeinem bestimmten Bereich sind, sondern einfach nur von deren Fähigkeiten her. Ja, vielleicht hat euch das Video ja hier gefallen und konnte so einen kleinen Einblick in meinen persönlichen Geschmack geben. Es fragen immer wieder so Leute danach, so was so meine Lieblingsklassen sind. Deswegen fand ich das eigentlich ganz cool, heute mal so zu machen, dieses Video. Und vielleicht hat es euch ja gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.